die Zylinderköpfe von meiner anderen Mühle runtergerobbt. Und das musste nämlich noch irgendwie vor 5 mit DHL Express unbedingt irgendwie am Flughafen oder irgendwo abgegeben werden. Das heißt, er hat nach der Arbeit auch schnell das Ding rausgehauen. Ja, aber da war einer, ich bin überhaupt nicht so, dass ich da jemanden diskriminiere. Da war einer extra im Flugzeug gesessen und hat das Ding rübergebracht für 600 Euro. So ungefähr. Der ist dann nachher wieder nach Afghanistan heimgegangen. Ja, nee, das war schon krass. Das hat der AVD übernommen. Genau, und deswegen, das hat der super AVD cool. übernommen. Also, Wow. Ja, mega gut. Also ich hatte jetzt letztes Mal eine Panne, die sind wirklich gut. Kann man nicht sagen. Ja, das war cool. Aber es hat dann trotzdem gedauert und dann mussten wir das Ding aus dem Zoll lösen. Dann haben die da so einen Fantasie-Zoll irgendwie Das ist erhoben. ein neuer Porsche-Motor. So ungefähr. Ja. Also es war trotzdem teuer. Ne? Also so war das war ja bei uns, das war ja das Absurde an der Situation war ja, dass wir sozusagen, dass ich meine eigenen Teile musste ich nochmal bezahlen sozusagen. Das war irgendwie ein bisschen komisch, aber ich meine, wir waren ja froh, es hat geklappt und wir haben dann, glaube ich, 5 Tage, bevor wir nach Turkmenistan rein mussten, haben wir es dann in den Händen gehalten, das Zeug. Und der Typ da aus dem Zoll, der ist dann in den Urlaub geflogen. Ne? Also, nee, das war ein netter Kerl. Wir haben uns gut unterhalten. Wir haben uns ja. auf einen Tee eingeladen und es war ein sehr, sehr cleverer Mann. Sprach der nicht sogar auch Deutsch? Ja, oder Englisch. Also wir konnten uns jedenfalls wir waren gut verständigen. Wir waren sehr höflich. Ja, nee, es war gut. Und dann haben wir das halt da wieder alles zusammengeschraubt und haben es dann noch rechtzeitig nach Turkmenistan geschafft. Irre, ne? Aber genau das sind die Highlights. Wenn nichts kaputt gegangen wäre, hätte er nichts erlebt. Ja, richtig. Und wie war das von den Leuten her? Habt ihr da Hilfe gebraucht oder ging das alles ganz allein? Haben die das Hotel einfach aufgemacht und haben euch die Werkstatt eröffnet? Nee, das ist halt... Das war die... der Vater war Schlosser, glaube ich. Ja, genau. Das war die Schlosserwerkstatt von dem Eigentümer des Hostels. Ja. Und die haben uns dann auch geholfen, diese Rohre für die Ventilwerkzeuge zu bauen. Weil das ist ja das Geilste immer, ne? Wie viele Leute dann plötzlich helfen, ne? Und wie viele an deinem Bike dran sind. Ne? Das ist Wahnsinn. Und ich meine, das fängt ja hier schon an, das habe ich auch in Europa schon erlebt. Aber da im Iran, das war nochmal echt krass. Ja, also da wurdest du wirklich von der Straße aus eingeladen nach Hause. Wir haben mit denen irgendwie, da war gerade Ramadan und dann haben wir mit denen Fastenbrechen gefeiert und so. Also es war mit Leuten, die wir nach dem Weg gefragt hatten. So. Ja. Und manchmal noch nicht mal das. Also meistens kommen die auf uns zu. Bei den ersten beiden Jungs, bei denen wir irgendwie übernachtet haben, am Anfang waren wir dann noch skeptisch irgendwie, weil es so komisch, irgendwie lädt dich einfach so, kennst ihn gar nicht, lädt dich nach Hause ein. Aber irgendwann haben wir gemerkt, dass es denen noch viel mehr Freude macht als uns und dann haben wir uns darauf eingelassen. Und wir standen einfach nur an so einem Kreisel und haben auf die Karte geguckt und dann kamen die so an und waren so, ja, also man fällt auch auf, so große Motorräder gibt es da nicht, weil irgendwie, ich glaube, alles über 125 Kubik nicht erlaubt ist oder so. Ja. Und haben die halt angehalten und gesagt, ja, was macht ihr so, warum seid ihr hier ungefähr? Und dann haben wir gesagt, ja, wir suchen einen Platz zum Zelten. Also Zelten ist doch Quatsch, kommt mit zu uns. Viel zu gefährlich, so, viel zu gefährlich. Ja, die sind alle böse, aber bei mir geht's. Ja, und vor allem dann hieß es, da haben wir gesagt, wir suchen außerhalb einen schönen Zeltplatz. Ja. Nein, nicht außerhalb. Macht es bei uns im Park, da kennen wir alle, das ist alles kein Problem, im Stadtpark. Ja. Und außerhalb, da wissen wir nicht so Bescheid, wer da ist und so, bleibt bei uns im Dorf. So. Also das war schon... Ja, das war schon sensationell im Iran. Also das ist eigentlich das Wichtigste am Urlaub, dass man es auch mitnimmt, ne? Diese Gastfreundlichkeit und diese ganze eine Welt. Ich meine, gerade in der Situation, die wir gerade erleben, ne? Wo man sich da gerade mit Rheinmetall richtig reich schießt, ne? Das ist Hölle. Naja. Weil eigentlich haben wir es alle gut, ne? Und wir könnten uns alle verständigen. Also ich habe in Russland kein Problem gehabt, mit denen zu reden, ne? Ja, so haben wir es auch erlebt. Es ist schade, dass das so auseinanderdriftet. Ja, und es wird dann häufig, wenn man mit den Leuten, die man trifft, das ist ja einfach ein zwischenmenschliches Verhältnis. Und dann lächelt man sich an, man spricht die Sprache nicht, aber man hat trotzdem eine gute Zeit und wenn man Hilfe braucht, dann bekommt man sie. Ja, und irgendwie kann man sich verständigen ohne die Sprache. Das funktioniert wunderbar. Ne? Dazu die absurdeste Geschichte, die wir, glaube ich, haben. Und zwar, das passt auch ganz gut in die Reihenfolge, weil wir sind dann nach Turkmenistan und wollten dann unbedingt zu diesem bekannten Feuerkrater der Wese. Ja, stimmt. Ja. Und da ist dann das erste Mal deine Mühle verreckt. Stimmt, da sind wir nämlich, das war alles ja zeitlich eng getaktet und dann sind wir da irgendwie durch Aşgabat durch und dann in die Wüste rein und sind dann, es war schon im Dunkeln, sind wir an dieser Sandpiste angekommen, die dann zu diesem Krater führte und haben uns da durch den Sand gequält und wir waren beide noch nicht so gut auf Sand, irgendwie das erste Mal und naja, und dann sind wir da im ersten Gang mit rührendem Motor da irgendwie durchgewühlt und es war natürlich sehr heiß. Und dann ist auf einmal deine Mühle ausgegangen und irgendwie war halt kein Strom mehr da, so, also kein Zündfunke mehr. Mitten in der Nacht irgendwo in der Wüste, wir wussten nicht mehr, ob wir auf dem richtigen Pfad sind. Ja, das war echt krass und dann haben wir da also angefangen zu schrauben im Sand,
haben die Zündung, also vor allem den Zündungsdeckel abgenommen und haben uns die Zündung angeschaut und du hattest ja auch noch eine Kontaktzündung drin. Mhm. Ja, ich habe keine elektronische, war zu teuer. Schöne Kontaktzündung. Wir haben da also irgendwie rumgeschraubt und haben halt gedacht, das ist vielleicht der Kondensator oder irgendwas, was halt durch thermische Sachen ganz systematisch durchgecheckt. Also wir sind wirklich von der Batterie bis zur Zündung vorgegangen und wir haben es einfach nicht rausgekriegt. Wir haben es nicht rausgekriegt. Und dann kam auf einmal ein riesiger LKW, so ein russischer Kamaz-LKW. Nee, noch größer sogar. Da kam halt so ein LKW irgendwie über die Dünen gewühlt und es war so ein Militär-LKW mit so einem Tanklaster war das, glaube ich, oder? Ja, mit so 2 lustigen Russen oder Turkmenen, weiß nicht, es war unklar, in so verschiedenen Tarnkleidungen, also verschiedene Camouflage. Und die haben uns natürlich sofort geholfen. Mit so Schlappen und die sind dann da also rausgesprungen und haben geguckt, was machen die komischen Motorradfahrer da mitten in der Wüste. Und Stand in dem Moment war, dass wir dachten, das wären die Zündspulen. Ja. Dann haben wir den versucht, ne? Ich hatte eine doppelte und wir haben die dann gezeigt und im Sand aufgemalt, den Schaltkreis und so weiter, das war wild. Ja, haben wir so drauf gedeutet, wir konnten uns das nicht verständigen und haben dann irgendwie auf die Zündspulen gedeutet und der hat das dann auch irgendwie verstanden und dann hat er uns irgendwie gesagt, wie heißen diese russischen Mopeds nochmal, also er hat irgendwie diesen... Ural, Dnieper, ja, kann sein. Hat er gesagt, ja, er hat da irgendwie welche, hat er so signalisiert. Und ja, kein Problem, er könnte uns helfen. Haben wir noch versucht zu erklären? Ne, 6 Volt sind es. Das sind ja 2 mal 6 Volt. Genau. Und dann haben wir noch die Ohmzahl so in den Sand gemalt. Das hat auch noch, ja, und so und gut und keine Ahnung was, da rumgestikuliert. Und wir haben also verstanden, er kann uns aushelfen, er hätte so Dinge. Und dann waren wir also schon kurz davor, mit denen halt mitzufahren und dann halt irgendwie am nächsten Tag mit Zündspulen da wieder hinzukommen. Und dann ist noch die rettende Idee gekommen. Also am Ende haben wir es gar nicht wahrnehmen müssen, dieses Angebot. Aber... was war das? Am Ende war das der Kontakt. Der Kontakt war aufgebogen. Nein. Nee, das war am gleichen Tag davor gewesen. Da hatte sich der Kontakt aufgebogen. Ach, stimmt, und hatte zum gusseisernen Gehäuse hergestellt. Durch die Hitze hatte sie einfach aufgebogen. Okay, cool. Das war wild. Ja. Aber es war an dem Abend. Das war der Zündunterbrechungsschalter. Wir haben der Killschalter war einen Killschalter eingebaut, so Diebstahlschutz. Ne? Und der Schalter war... Den hatten wir halt, der war halt natürlich nicht auf dem BMW-Schaltplan und irgendwie haben wir dann da nicht dran gedacht. Also einfach einen Unterbrecherschalter zwischen... Zündspule und Zündspule, ja. Genau. Und dann habe ich den mit, ich weiß nicht, ich habe den mit einem Schraubenzieher, weil das ist so ein offener Schalter, so ein einfacher normaler Schalter, mit einem Schraubenschlüssel habe ich den überbrückt. Und dann ging diese Maschine an. Ja, das Gefühl, das war unfassbar. Wir waren ausgelaugt, wir hatten Hunger, wir hatten Durst. Wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen in dieser Wüste. Und es war schon wirklich, ich glaube, kurz vor 12 nachts in der Wüste. Und auf einmal das war später noch, wir sind um 4 Uhr an diesem Krater angekommen. Und auf einmal geht das Ding an. Und das war wirklich so, das war so ein gutes Gefühl. Und wir haben noch eine Schraube verloren, eine wichtige. Ja, im Sand. Ja, aber der hatten wir dann im Ersatzteil, also es war wild. Ja. Naja, das war schon eine lustige Story. Davon gibt es einige. Wir haben mal einen Schnitt ausgerechnet, ich glaube alle 400 Kilometer, Pi mal Daumen, hatten wir eine schöne Panne bei meiner Mühle, ja. Ja gut, das passiert nicht, weil einer muss dran glauben, ne? Ja. Und wenn ich mit dem Jörg unterwegs war, war es meine KDM, ne? Irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, weißt du, wer die KDM gekauft hat, ist sei eigentlich leise, ne? Ja, ich meine, das ist jetzt so eine Geschichte, das war halt die Hitze, ja. Aber im Verlauf der Reise war es halt das Rütteln und Schütteln auf diesen Pisten und Schlaglöcher und weiß was ich was. Selbstsichernde Motoren lösen sich. Ja. Das wissen wir jetzt. Federbeine rutschen raus. Federbeine können mal abrutschen, ja. Das war irgendwie mal eine heftige Bodenwelle, in die er reingefahren ist und dann... Ich weiß noch genau, wie das war. Ich bin da, da haben die einfach dann, das war auf dem Pamir Highway und das war dann so auf 3,5 oder so. Und dann haben die da irgendwie so ein bisschen Schutt aufgehäuft zu einer Trasse und dann tun die einfach Asphalt drauf. Ja. Das heißt, nach einem Jahr ist es halt Asphalt, ne? Aber so mit so metertiefen Bodenwellen. Und ich weiß noch, diese Bodenwellen wurden immer, die Frequenz, also die Amplitude wurde immer höher und ich bin am Ende echt geflogen und dann einfach gelandet und dabei ist das ganze Gepäcksystem einmal abgesackt und hat mich wirklich zerdrückt und da ist auch das Federbein seitlich ausgeschert. Und da war richtig Feierabend dann erstmal. Ja, das war schwierig, weil einfach alles irgendwie so halb kaputt war. Und da hat sich auch wir haben täglich einfach aus unserem Ersatzteil-Set Muttern und Schrauben rausgeholt. Am Ende hatten wir keine Schrauben mehr, da war noch die Auspuffsbefestigungsbleche durchvibriert. Ja, dieses profilierte Teil. Ja. Das ist einfach durchvibriert. Dann haben wir das mit einer Schelle, mit einer Klempnerschelle festgemacht, weil das hatten wir halt noch.
Und da war dann irgendwann so weit, dass wir eigentlich jede Schraube schon mal durchgetauscht haben. Ja, so ungefähr. Also jedenfalls so von diesen ganzen Anbauteilen und Heckrahmen. Und was habt ihr an Gepäck, an Gewicht dabei gehabt? Wisst ihr das? Nee, wir haben keine Zahl. Also ich hatte die klassischen Krauser-Koffer mit auch diesem Krauser-System, allerdings verstärkt, das hatten wir angepasst. Und da, die haben, was haben die so, 50 Liter links auf jeder Seite? Nee, glaube ich nicht so viel. Weniger? Nee, die haben eher 30, sowas. Achso, in dem Bereich, ja. Ja, und dann hatten wir natürlich noch einen Tankrucksack, hatten wir Enduristan, mussten wir ab und zu nähen. Aber die haben sich dann auch sehr kulant gezeigt und nach der Tour einfach komplett neu geschickt. Weil, das war cool. Aber und du hattest noch den Zusatztank. Und das Allerbeste, einen schönen, weil ich hatte den Originaltank, 21 Liter, also Behördentank noch. Und hinten drauf dann schön einen 20 Liter NATO-Benzinkanister umgerüstet mit Direktanschluss. Also ich konnte da immer aufmachen und mit eigenen Benzinhahn den Zusatztank von hinten zuschauen. Und der war befestigt mit so einem Flugzeuggurt. Und wir hatten auch so ein bisschen Probleme so in Deutschland, so was TÜV angeht, da irgendwie so 20 Liter Brennstoff und so ein bisschen auf den Sozius, aber uns hat niemand angehalten und hatte gut funktioniert, weil damit hatten wir so eine Reichweite von 600 Kilometern ungefähr. Und ist auch nur einmal der Sprit ausgegangen. Da haben wir dann vom Moritz umgefüllt. Das ging dann ganz gut, weil du hast ja den Sauer. Ich hatte den Sauertank drauf, ja, genau. Das ist so, um das wir das Motorrad rumgebaut haben. Ne? Ja. Ich muss mal kurz neben ausgreifen. Acerbis ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Die haben einen Tank mit 105 Litern gemacht. Die haben gerade ein Guinness-Buch der Rekorde in Eintracht bekommen. Die sind irgendwie 4500 Kilometer ohne zu tanken fahren. Mit einer, ich sag mal, 100 DAX oder 100 Monkey oder sowas. Sowas ist geil, ne? Also Tankvolumen durch nichts zu setzen. Ne? Natürlich wird man für so ein Projekt heute so einen SWT-Tank nehmen, ne? Weil die gibt es ja jetzt. Ne? Klar, das ist starke Werbung am Rande. Ne? Und ein Riesenvorteil zum Sauertank, Sauer ist das Aluminium. Ne? Genau, ja. Du hast immer Wasser im Sprit, weil du einfach da Kondens entwickelst. Ja. Und wenn du da richtig drauf fällst, fällt der Spachtel runter und der reißt irgendwann. Ja. Und sie sind halt nicht mehr zu kriegen. Ja, also ich habe ja ein Riesenglück gehabt, dass ich da auch für bezahlbares Geld damals war echt günstig, eingekommen. Ja, super günstig. Und ja klar, was machst du jetzt, wenn du einen großen Tank haben willst? Ja? Also erstmal ewig auf die Suche gehen oder halt einen bestellen bei dir. Ja, im Netz, so einen richtig alten braucht man nicht zu kaufen, die Kunststoffe werden auch schlecht. Ne? Irgendwann reißen. Bei den Kunststofftanks. Ja. Und bei den Alu musst du halt einen erwischen, der gepflegt hat über die Jahre. Ne? Ja. Also den benutzt am besten. Und benutzt das Originalteil. Genau. Immer von der Reise geträumt, aber nie angetreten. Davon gibt es genug. Da muss man gar nicht lang suchen. Ja. Die haben so richtig geile, wilde Motorräder rumstehen und sagen immer, ich konnte nicht fahren, weil ich weniger Zeit wie du habe. Du hast zwar Familie, aber ich habe keine und habe trotzdem weniger Zeit. Du hast zwar einen Job, aber ich habe da genug Probanden, die mir das immer wieder vorhalten, wie viel Zeit ich hätte. Ne? Ja, man muss es angehen, aber also ich meine, das geht auf Moritz Kappe, der hat sich da sehr engagiert dahinter geklemmt. In der Zeit, kurz nach dem Staatsexamen, hast du da richtig Zeit für. Und die Vorbereitung hat auch 3 Monate in Anspruch genommen, ungefähr aber so Vollgas, ja. Also da habe ich eigentlich 3 Monate quasi nur durchgearbeitet an dieser Vorbereitung für die Reise. Es waren auch technische Sachen, wir haben dann irgendwie die Motoren noch meinen noch komplett überholt. Stimmt, du hast nur einen Zylinder drauf und dann haben wir die Getriebe noch gemacht, weil wir nicht wussten, wie lange die schon laufen. Ja, stimmt, bei dir haben wir noch einen langen 5. Gang. Wie viele Kilometer Distanz habt ihr insgesamt gehabt? Auf eigener Achse 21.000 Kilometer. Und bisschen mehr. Wir sind halt 1.500 noch was. Irgendwie so. Und wir sind halt ja sozusagen bis in die Mongolei, Südroute über Iran, wie gesagt, und die ganzen Stans gefahren und dann hoch an den Baikalsee und deshalb nur 21.000 Kilometer, weil wir vom Baikalsee nach Moskau mit der Transit dann gefahren sind. Und da haben wir auch die 6,5, glaube ich. Ja, ich glaube so 6.500 Kilometer oder so sind es. Da haben wir also auch die Motorräder auf dem Postzug verschifft und sind. Deswegen weiß ich noch, was Postzug auf Russisch heißt. Posta Posna. Transsib ist die transsibirische Eisenbahn. Habe ich mir auch als Rückweg überlegt gehabt damals. Aber mir wäre es dann irgendwie lieber, das Motorrad heimzufahren. Ich wollte das erleben, aber stinklangweilig. Ne? Ja. 1000 Kilometer. 1000 Kilometer. Hä? 1000 Kilometer geradeaus. Wann ist die nächste Tankstelle? Ja, in 750 Kilometern. Und dann kommst du da hin und dann sagt er, ist kein Sprit da. Scheiße.
Und wenn du dann bettelst, haben sie hinten noch 2 Kanister. Ja, das ist eigentlich hart. Das ist für uns unvorstellbar aus der Luft. Ne? Ja, und wir haben das ja auch vom Fenster aus gesehen, also sehr entspannt aus unserer Schlafkoje da. Und da ist ja einfach, das sind ja nur Birken, Sand und ein bisschen Sumpf und das war's ja in der Zwischenzeit. Ja, ist sehr schön, aber sehr schön. Aber sonst war nichts. Ne? Ja, also aber das war auch dann bei der zeitlichen Limitierung, war es klar. Du hast einen Job angefangen, ich musste mein Studium weitermachen. Und das war klar, dass wir Mitte August, glaube ich, zurück sein mussten.